Uns wurde die Frage zugeschickt, wie kann ich ein guter Zuhörer werden oder eine Zuhörerin? Und das ist wirklich auch in sich eine wichtige Frage. Zuhören können wir lernen. Ich habe es auch lernen wollen. Und beim Zuhören ist ja nicht nur, dass wir hören, was der andere sagt, sondern auf der einen Ebene so zuhören, dass wir wiederholen können, was die andere Person sagt. Und das ist bei Dharma-Erläuterungen ist das ganz wichtig, dass ich nach einer Unterweisung sagen kann, was die Lehrerin wirklich gesagt hat. Also was sie oder er gesagt hat, ohne schon beizumischen. Aber das ist nur die äußere Ebene des Zuhörens, ist den Wortlaut korrekt wiedergeben zu können. Jetzt ist es ja gerade bei subtileren Austauschen so, dass hinter den Worten so ganz viel mitschwingt. Und das ist für mich auch jetzt im Kontakt mit tibetischen Lehrern, ist für mich das so wichtig gewesen, immer in die Geistesdimension hineinzulauschen, aus der heraus die Worte gesprochen werden. Also was drückt sich hinter den Worten aus, welche Stimmungen sind da spürbar? Und eigentlich erst, wenn ich die Stimmung auch mitbekomme und die Intention des Sprechenden, dann verstehe ich die Worte auch richtig. So können wir einen Satz ganz anders verstehen, wenn wir die Prise Humor vielleicht mitbekommen, die mitschwingt. Oder wenn wir merken, das ist jetzt nur ein vorübergehendes Eingehen auf diese Frage, zum Beispiel, ja, dann könntest du ein bisschen mehr Anstrengung machen. Das ist nicht so gemeint, dass man ständig Anstrengung machen sollte, sondern ja, in dieser spezifischen Situation. Und allgemein gilt es, möglichst mit wenig Anstrengung zu arbeiten. Dass wir das rausfinden, was ist die grundlegende Intention und was sind die Modulationen an der Oberfläche, mit denen eine Dharma-Unterweisung auf eine Situation angepasst wird. Weil es ist ja zum Beispiel nicht hilfreich, die ganze Zeit nur zu entspannen. Also von daher zuhören mit der Fähigkeit, es sauber wiedergeben zu können, so zuhören, dass ich die Intention mitbekomme. Und jetzt kommt noch was Drittes. So zuhören, dass ich dabei möglichst entspannt bin. Also für mich ist das so, statt so zuzuhören, lehne ich mich dabei zurück und gehe selber in einen sehr entspannten, rezeptiven Zustand, fast meditativ, so dass ich mich einschwingen kann auf das, was in einer Dharma-Unterweisung oder was in einem Austausch gesagt wird. Und diese innere Entspannung, die ist so, dass ich also auf der Schwingungsebene gut in Resonanz komme und auf der begrifflichen Ebene weiterhin genau mitbekomme, was die andere Person sagt. Und das kann ich in 1:1 Gesprächen genauso üben, wie ich das beim Zuhören in einer Gruppe üben kann. Oder auch jetzt, wenn ihr dem Video zuschaut, dass ihr auch bei den anderen etwas anspruchsvolleren Videos euch innerlich wie so in einen Raum begebt, wo äußere Worte und die gehörte Stimmung, wo die dann einen gemeinsamen Sinn ergeben. Das würde ganz besonders hilfreich sein, denn Dharma-Unterweisung, da darf man nicht nur nach den Worten gehen, da müssen wir immer nach der eigentlichen Bedeutung gehen, die sich ja eigentlich nicht mit Worten präzise festmachen lässt. Das, worum es im Dharma wirklich geht, entzieht sich ja den Worten, kann nur angedeutet werden und wir müssen diese Andeutungen dann auch intuitiv richtig verstehen. Das wären so für mich die wichtigsten Hinweise,
Wie kann ich eine gute Zuhörerin werden? Wenn ihr eine inspirierende Passage habt in einem Audio oder in einem Video, dann könnt ihr diese beiden Ebenen auch nacheinander üben. Ihr könnt zum Beispiel sagen, erst höre ich ganz entspannt auf die Stimmung hin, so ich versuche mich so einzutunen, wie man sagt, und beim zweiten Mal mache ich mir Notizen, damit ich auf der äußeren Ebene das wirklich auch gut mitbekomme. Und wenn ich mir Notizen mache beim Zuhören, dann immer in der Sprache und in den Ausdrücken der Person, die gesprochen hat. Also nicht meine interpretierenden Notizen in eigenen Worten, sondern wirklich mit den Worten desjenigen, der gesprochen hat. Dann bin ich nahe dran und brauche nur noch die gefühlte Stimmung zu verbinden mit dem, was ich mir notiert habe. Und wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich fragen. Und das ist in allen Erläuterungen zum Dharma eigentlich ohnehin notwendig, dass wir unser Verständnis immer wieder mal abklopfen. Also, dass wir uns der Situation aussetzen, der lehrenden Person Fragen zu stellen, um zu gucken, ob unser Verständnis richtig ist. Das wäre so von meiner Seite aus in Kürze das, was ich lernen konnte zu gutem Zuhören, und ich denke, wir lernen alle weiter.